Deutsch lernen durch Hören. Guten Tag. Wir sind vom XDR 5. Wir machen ein Interview zum Thema Internetnutzung. Haben Sie kurz Zeit für ein paar Fragen? Ja, gern. Aber nur, wenn es nicht lange dauert. Ich habe nur wenig Zeit. Ich muss zum Arzt und möchte natürlich pünktlich sein. Es geht ganz schnell. Was haben Sie gestern online gemacht? Ich war gestern den ganzen Tag zu Hause, denn gestern war mein freier Tag. Ich habe mir eine ganze Staffel einer neuen Serie angeschaut. Was für eine Serie war denn so spannend? Sherlock. Ach, Sherlock Holmes. Ist das nicht ein Film? Nee, das ist eine Serie aus England. Es geht um den berühmten Detektiv Sherlock Holmes, spielt aber in der heutigen Zeit in London. Spielt da auch Dr. Watson mit? Ja klar, die Hauptfiguren sind Sherlock Holmes und der ehemalige Arzt John Watson, die zusammen in einer Wohnung leben. Sherlock Holmes arbeitet als Privatdetektiv für die Londoner Polizei. Watson unterstützt ihn dabei. Die Schauspieler Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. Watson spielen ihre Rollen sehr überzeugend. Ich sag nur, jede Folge ist super spannend. Sie haben mich jetzt aber neugierig gemacht. Und ich sehe mir unbedingt heute Abend den Krimi an. Vielen Dank. Bitte, gern. Entschuldigung. Haben Sie kurz Zeit? Nur 2, 3 Fragen. Wir machen eine kleine Befragung zum Thema Internetnutzung. Ja, bitte. Wenn es wirklich nur kurz ist, dann gerne. Ich habe wenig Zeit. Haben Sie gestern das Internet genutzt? Und wenn ja, was haben Sie online gemacht? Ja, ich war online. Aber ich mache eigentlich nicht viel. Morgens beim Frühstück lese ich die Online-Zeitung. Das ist praktischer als die Papierausgabe. Beruflich muss ich auch viel lesen. Das mache ich ebenfalls online. Und die Post läuft bei mir auch fast nur noch digital. Also checke ich regelmäßig meine E-Mails. Machen Sie das während der Arbeit? Im Büro? Nein, dazu fehlt mir die Zeit. Im Büro schaue ich nur die geschäftlichen E-Mails. Ich mache die privaten Dinge über mein Smartphone. Das habe ich immer dabei. Wenn ich mit der Bahn fahre, habe ich dazu genug Zeit. So nutze ich die Fahrzeit sinnvoll. Haben Sie gestern auch noch andere Medien genutzt? Da muss ich überlegen. Nein, eher nicht. Obwohl, doch. Abends beim Kochen hatte ich das Radio gehört. Es gab eine Schlagersendung mit Volksmusik, die höre ich gerne. Haben Sie auch Fern gesehen? Vielleicht abends die Nachrichten? Nein, die Nachrichten lese ich online. Ich habe gar keinen Fernseher. Mir ist ein gutes Buch lieber. Und das lese ich ebenfalls online mit dem Smartphone über eine App. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bitte, gern. Und gleichfalls. Entschuldige, hast du kurz Zeit für ein paar Fragen? Nur 2, 3 Fragen. Wir machen eine kleine Befragung zum Thema Internetnutzung. Ja, klar, immer gerne. Was wollt ihr denn wissen? Hast du gestern das Internet genutzt? Und wenn ja, was hast du online gemacht? Online? Ihr wollt es aber ganz genau wissen. Also, wenn ich aufwache, checke ich erstmal die E-Mails. Dann gehe ich beim Kaffeetrinken auf Facebook und poste, was ich heute so vorhabe. Tja, das war's schon fast. Ach nein, ich habe mir noch ein paar Songs runtergeladen. Und ich habe eine neue Playlist gemacht. Nutzt du auch noch andere Medien? Ist bei dir zum Beispiel oft der Fernseher an oder das Radio? Ja klar, das Radio läuft immer. Ich brauche immer eine Hintergrundmusik. Manchmal läuft es sogar neben dem Fernsehen. Die guten Filme gibt es nur bei Netflix. Gehst du auch ins Kino? Ja, manchmal. Aber nicht so oft. Ich gehe lieber zum Fußball. Da habe ich mir gestern übrigens auch online die Eintrittskarte gekauft. FC Bayern gegen Hannover 96. Die spielen am Sonntagnachmittag. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast uns sehr geholfen. Schönen Tag noch. Alles gut. Habe ich gern gemacht. Tschüss und viel Spaß noch. Wo ist denn meine Brille? Ach, Hans, die hast du doch schon auf der Nase. Ah, stimmt. Danke. Das hatte ich schon vergessen. Und meine Schlüssel? Das weiß ich doch nicht. Gestern hattest du sie noch. Sonst hättest du nicht aufschließen können. Ach, hier sind sie ja. In der Manteltasche.
Wie gut, dass dein Kopf angewachsen ist. Sonst müssten wir den auch noch suchen. Ach, Irene, du bist aber lustig. Jetzt fehlt nur noch mein Geldbeutel. Hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich bin auch nicht für deine Sachen verantwortlich. Aber ich muss weg. Ohne Geldbeutel kann ich nicht aus dem Haus gehen. Ja, schon klar. Schau mal auf dem Schreibtisch. Ist das nicht dein Geldbeutel? Oh ja, genau, da liegt er. Dankeschön, Irene. Immer wieder gerne. Du fährst doch mit der Bahn, oder? Nein, mit dem Auto. Das ist schneller. Mit dem Auto bei dem Verkehr? Da steckst du gleich im Stau. Das Auto ist auf jeden Fall schneller als die Bahn. Die hält ja alle paar Meter an. Warum nimmst du nicht das Motorrad? Da kannst du keine Zeit im Stau verschwenden. Warum nicht? Mit dem Motorrad bin ich wahrscheinlich am schnellsten. Aber schau mal auf die Wolken. Es regnet bestimmt gleich. Wo ist denn meine Regenkombi? Die sollte doch hier am Haken hängen. Dreh dich doch einfach mal um. Sie liegt neben dem Helm hier auf der Truhe. Es ist zum Verrücktwerden. Immer sucht man irgendetwas. Das macht mich noch wahnsinnig. Das ist schlimmer als im Film. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Graf. Ich habe einen Termin zum Bewerbungsgespräch bei Frau Kamps. Ah ja, setzen Sie sich doch einen Augenblick. Frau Kamps kommt gleich zu Ihnen. Alles klar, vielen Dank. Hallo, Frau Graf. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten. Ich hatte noch einen Kundentermin, der leider etwas länger gedauert hat. Kein Problem, ich habe keine weiteren Termine. Dann kommen Sie doch mit in mein Büro. Dann können wir uns ganz in Ruhe unterhalten. Sehr gerne. So, nehmen Sie Platz. Ich habe Ihre Bewerbung gelesen und war sehr neugierig auf Sie. Sie haben bereits als Buchhalterin gearbeitet? Ja, ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und später dann eine Fortbildung zur Buchhalterin. Ich habe 8 Jahre lang bei einem Steuerberater gearbeitet. Und warum möchten Sie dort nun nicht mehr arbeiten? Der Geschäftsführer ist mittlerweile 62 Jahre alt und geht noch dieses Jahr in Rente. Er hat keinen Nachfolger für seine Kanzlei gefunden, also wird diese geschlossen. Daher suche ich nun nach einer neuen Arbeitsstelle. Verstehe. Dann sind Sie ja hier bei uns genau richtig. Wir suchen dringend eine neue Buchhalterin, da unsere 3 Angestellten nicht mehr arbeiten können. Das klingt hervorragend. Ab wann wäre der Arbeitsbeginn? Also, Frau Graf, ich spreche jetzt mal ganz offen. Sie sind die Beste für diese Stelle. Und ich möchte Sie gern einstellen, und zwar so schnell wie möglich. Haben Sie Ihre alte Stelle bereits gekündigt? Das ist nicht nötig. Mein Chef hat uns allen zugesichert, dass es keine Kündigungsfristen für uns gibt. Er lässt uns fristlos aus unseren Arbeitsverträgen raus, wenn wir eine neue Stelle gefunden haben. Er sagte, dass er uns in diese Lage gebracht hat und uns somit keine weiteren Steine in den Weg legen möchte. Das ist sehr nobel und für uns natürlich vorteilhaft. Könnten Sie nächsten Montag bei uns anfangen? Ja, natürlich. Ich freue mich sehr. Großartig. Dann bereite ich schnell noch Ihren Arbeitsvertrag vor und Sie unterschreiben ihn gleich heute. Eine Frage habe ich noch. Welches Gehalt erwartet mich denn? Ach, stimmt. Die wichtigste Frage haben wir übersprungen. Was stellen Sie sich denn vor? Ich hätte gern 3.000 € brutto. Das passt in etwa zu meinen Vorstellungen. Sie bekommen 3.100 € brutto pro Monat. Nach einem Jahr bei uns bekommen Sie eine Gehaltserhöhung. Das ist wunderbar. Ich freue mich auf meine neuen Kollegen. Das Team hier ist sehr herzlich und harmoniert gut. Ich denke, dass Sie sich gut einleben werden. Danke. Das beruhigt mich. Lena, ja hallo, was machst du denn hier? Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Das ist ja schön, dass du vorbeikommst.
Hallo Mathilda. Ja, das war eine spontane Idee. Ich war eben beim Edeka nebenan und erinnerte mich daran, dass du ja gerade erst hierher umgezogen bist. Da wollte ich einen kurzen Überraschungsbesuch machen. Ich hoffe, du hast etwas Zeit. Ich störe doch nicht? Nein, ganz und gar nicht. Komm erst mal rein. Hier sieht alles noch total unordentlich aus. Das reinste Chaos, alles voller Kisten und Kartons. Du darfst nicht so genau hinschauen. Soll ich meine Schuhe ausziehen? Ich war vorhin noch mit den Hunden auf dem Feld und die Schuhe sind ziemlich dreckig. Ach, es ist ja egal. Ich muss sowieso staubsaugen. Lass sie ruhig an. Komm einfach rein und schau dich um. Hier geht es ins Wohnzimmer. Das ist schon mit dem Laminat fertig. Oha, das sieht ja richtig gemütlich aus. Und es ist nicht so dunkel wie dein vorheriges. Jetzt kannst du endlich auch Blumen ins Zimmer stellen. Ja, es ist viel heller und fast doppelt so groß wie das alte. Außerdem habe ich jetzt auch einen Balkon. Da kann ich auch noch Blumen hinstellen. Und einen Tisch mit Stuhl. Das reinste Paradies. Hier ist die Küche. Sie ist etwas kleiner als die alte. Aber dafür habe ich Einbauschränke und einen modernen Herd. Da hinten kommt man ins Schlafzimmer. Den kleinen Raum neben dem Bad nutze ich als Arbeitszimmer. Super schöne Wohnung. Da hast du dich wirklich verbessert. Aber die ist bestimmt viel teurer als die alte Wohnung. Allerdings. Sie kostet um einiges mehr. Aber das ist mir der Luxus wert. Man muss sich in seiner Wohnung ja wohlfühlen und hier gefällt es mir richtig gut. Außerdem brauche ich hier das Auto nicht mehr. Dadurch spare ich viel Geld. Das gleicht sich dann wieder aus. Möchtest du einen Kaffee mit mir trinken? Auf dem Balkon? Ja, gerne. Und warum steht eure Spülmaschine hier auf dem Balkon? Sie ist leider beim Umzug wohl kaputt gegangen. Ach, Garantie hat die nicht mehr, oder? Nein, die ist ja schon sehr alt, aber sie hat immer noch sauber gespült. Jetzt funktioniert sie leider gar nicht mehr. Oh je, dann braucht ihr eine neue Spülmaschine. Aber zuerst müssen wir die alte entsorgen. Deutsch lernen durch Hören. Centro Park Hotel in Berlin. Müller, guten Tag. Guten Tag, Schäfer ist mein Name. Ich wollte mich erkundigen, ob Sie vom 14. bis zum 16. Oktober noch freie Zimmer und einen Konferenzraum haben. Ab 14.10. für 2 Nächte. Moment, ich sehe mal nach. Für wie viele Personen brauchen Sie Zimmer? So für 30 bis 40 Personen. Oh, tut mir leid. Da haben wir nicht so viele freie Zimmer im Haus. Das ist aber schade. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das Penta Hotel in Wilhelmsmühle. Sie sprechen mit Frau Eckelmann. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Frau Eckelmann. Hier spricht Eva Schäfer von der Firma Becker und Söhne GmbH in Berlin. Wir sind auf der Suche nach einem Raum für unsere Konferenz im Oktober. Ich habe auf Ihrer Internetseite gelesen, dass Sie auch 3 Konferenzräume haben. Ja, das ist richtig. Wir haben regelmäßig Mitarbeiterschulungen und Konferenzen in unserem Haus. Nennen Sie mir bitte den genauen Zeitraum. Die Konferenz soll vom 14.10. bis 16.10.2020 stattfinden. Da kann ich Ihnen leider nur noch den kleinen Konferenzraum anbieten. Mit wie vielen Personen kommen Sie? Bisher haben sich 30 Personen angemeldet. Es könnten allerdings noch ein paar mehr werden. Ganz genau kann ich Ihnen das erst in der nächsten Woche sagen. Unser kleiner Konferenzraum ist für 30 Personen, aber wir können noch eine Reihe Stühle aufstellen. Dann passen 40 Personen hinein. Reicht Ihnen das aus? Ja, das genügt. Wir brauchen für diesen Zeitraum für alle Personen auch Zimmer. Ist es möglich? Einen Moment bitte, da muss ich mal schauen.
Wir sind ja ein großes Haus, aber einen Moment mal. Also, wir haben für diese 2 Nächte nur 25 Einzelzimmer frei. Allerdings haben wir auch 10 freie Doppelzimmer. Aber das ist ja ganz normal für solche Konferenzen, Doppelzimmer zu buchen, weil diese auch preiswerter sind. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Was kosten denn die Zimmer bei Ihnen? Ein Einzelzimmer kostet 79 € pro Nacht, das Doppelzimmer 120 €. Die Preise sind mit Frühstück, richtig? Ja, selbstverständlich mit Frühstück. Und wie sind die Zimmer ausgestattet? Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer mit Dusche. In allen Zimmern befindet sich ein Fernseher, ein Telefon und wir haben kostenloses WLAN im Haus. Außerdem verfügt jedes Zimmer über einen eigenen Kühlschrank und eine Minibar. Gut, dann würde ich gern die 10 Doppelzimmer und 20 Einzelzimmer reservieren. Wenn doch noch Mitarbeiter absagen, kann ich die Zimmer dann kostenfrei stornieren? Gut, ich reserviere die Zimmer für Sie. Bis zu einer Woche vorher ist die Stornierung der Zimmer für Sie kostenfrei. Danach fallen 20% Gebühr an. Sehr gut. Was kostet uns der Konferenzraum für alle 3 Tage? Der Konferenzraum kostet 150 € pro Tag. Das ist inklusive Getränke, Tassen und Gläsern. Sehr gut. Gibt es in dem Raum auch einen Projektor? Wir haben einige Präsentationen vorbereitet und benötigen daher einen. Ja, dort ist ein Projektor vorhanden. Nur einen Laptop müssten Sie selbst mitbringen. Okay, das machen wir. Kann man für den Konferenzraum und die Zimmer einen Komplettpreis machen? Wir sind ja immerhin eine sehr große Gruppe. Gibt es da noch Rabatte, die Sie uns geben können? Einen kleinen Moment bitte. Das muss ich mit meiner Chefin besprechen. Kein Problem, ich warte. So, da bin ich wieder. Also, ich kann Ihnen die Hotelzimmer um 10 € pro Nacht vergünstigen. Außerdem kann ich Ihnen auf den Preis des Konferenzraumes 20% Rabatt geben. Das ist doch wunderbar. Vielen Dank. Sehr gern. Ich reserviere alles für Sie und sende Ihnen eine Bestätigung zu. Nennen Sie mir bitte noch Ihre E-Mail-Adresse? Ja, natürlich. Senden Sie die Bestätigung bitte an info@becker-söhne.de. Okay, Frau Schäfer. Sie erhalten in wenigen Minuten die Buchungsbestätigung von mir. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, danke. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gern geschehen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Das mache ich. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Das Penta Hotel in Wilhelmsmühle. Sie sprechen mit Frau Eckelmann. Guten Tag, Schäfer hier. Ich habe ein Problem. Ich habe gestern bei Ihnen Zimmer und einen Konferenzraum gebucht, aber noch keine Bestätigungsmail erhalten. Das tut mir leid. Sie haben sicher auch schon in Ihrem Spam-Ordner nachgesehen. Ja, dort ist auch keine Mail angekommen. Es tut mir leid, dass es mit der Bestätigungsmail nicht geklappt hat. Die kann ich Ihnen per Post schicken. Ja, das wäre nett. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Frag mal, wann sie kommt. Ich muss doch das Bett noch frisch beziehen. Und einkaufen will ich auch noch. Du, Sabine, Mama möchte wissen, wann du kommst. Sie nervt mich schon die ganze Zeit damit und ich wusste es nicht genau. Donnerstag oder Freitag? Am Freitag. Das hatte ich ihr aber schon letzte Woche gesagt. Und auch noch per WhatsApp geschrieben. Sie muss halt ihre Nachrichten auch mal lesen. Mit dem Auto? Kommt sie mit dem Auto? Frag mal, ob sie mit dem Auto kommt. Und wenn ja, frag sie auch, ob sie daran gedacht hat, es vorher noch mal in die Werkstatt zu bringen, weil das Auto letztens seltsame Geräusche gemacht hat. Mama lässt fragen, ob du mit dem Auto fährst. Sie macht sich Sorgen wegen der alten Karre. Ist ja ein sehr weiter Weg von Flensburg nach München. Nein, keine Angst, ich nehme den Zug. Ich komme um 20:13 Uhr an. Den Rest gehe ich zu Fuß. Ihr müsst mich nicht abholen. Nach der langen Fahrt brauche ich etwas Bewegung. Gut, ich sage es ihr.
Mama, sie fährt mit dem Zug. Sie braucht eine warme Jacke. Es wird kalt am Wochenende. Sag ihr, sie soll eine warme Jacke mitnehmen. Der Sommer ist langsam vorbei. Mama sagt, dass es am Wochenende kalt werden soll. Sie meint, du sollst eine warme Jacke mitnehmen. Ja, habe ich schon im Koffer. Sag ihr mal bitte, dass ich schon erwachsen bin. Ich höre auch ab und zu den Wetterbericht. Was möchte sie denn essen? Frag sie mal, was ich kochen soll. Ich muss ja dann vorher noch einkaufen. Mama will wissen, was du essen möchtest. Ich freue mich schon seit Wochen auf Kartoffelsalat à la Mama. Mit Würstchen. Das soll sie bitte kochen, sagst du ihr das? Ja, gerne. Das sag ich Mama. Bleibt sie das ganze Wochenende? Frag sie mal, wie lange sie bleibt. Ach, ich bin ganz aufgeregt. Hoffentlich bleibt sie das ganze Wochenende. Mama fragt, ob du das ganze Wochenende bleibst. Ja, klar. Sonst lohnt sich doch die Fahrt gar nicht. Ich fahre erst am Montag wieder zurück. Und auch wieder mit dem Zug, falls Mama danach fragen sollte. Das ist schön. Dann haben wir ja richtig viel Zeit. Ich freue mich schon total auf dich. Es ist manchmal nicht ganz einfach hier mit Mama. Du merkst es ja gerade selber. Frag sie noch was. Frag sie, ob wir am Samstag Franz einladen sollen. Der hat sie ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Und der isst doch auch so gerne Kartoffelsalat. Und Sabine, Mama will auch wissen, ob wir am Samstag Onkel Franz einladen sollen. Weißt du was, Clara? Gib mir doch einfach mal Mama ans Telefon. Dann kann sie mich den Rest selber fragen. Und du gehst in die Küche und trinkst jetzt mein großes Glas Wasser. Bis Donnerstag dann. Ja, hallo, Mama? Natürlich können wir Onkel Franz einladen. Ich freue mich auch. Du, ich muss jetzt auflegen. Es hat an der Tür geklingelt. Bis Donnerstag. Tschüss. Wo ist bloß mein Autoschlüssel? Hans, hast du meinen Autoschlüssel gesehen? Ich hatte ihn doch heute Morgen noch. Wo kann der denn wieder sein? Immer suche ich diesen verdammten Autoschlüssel. Ich muss gleich Luisa vom Bahnhof abholen. Ganz ruhig. Mit Aufregung und Hektik findest du ihn auch nicht. Jetzt setz dich mal kurz hier hin und atme tief ein und aus. Überleg noch mal ganz genau. Wann hast du den Schlüssel das letzte Mal gehabt? Heute Morgen beim Einkaufen? Ja? Gut. Wo hast du ihn dann hingelegt? Da, wo ich ihn immer hinlege. Ich habe ihn auf den kleinen Tisch im Flur gelegt. Da bin ich ganz sicher. Aber da ist er ja nicht. Ich hatte ihn auch nicht. Also musst du ihn woanders hingelegt haben. Wann musst du denn los? Jetzt. Sofort. Eigentlich bin ich schon zu spät. Immer diese dumme Sucherei. Wir brauchen dringend einen Haken im Flur für den Autoschlüssel. Ich hatte dich schon 1000-mal drum gebeten, einen Haken anzuschrauben. Wann kommt sie denn an? Wie viel Zeit hast du noch? Der Zug kommt in 20 Minuten an. Das heißt, ich muss eigentlich jetzt losfahren. Ruf sie doch an und sag ihr, sie soll etwas warten. Sie ist erwachsen. Oder sie soll den Bus nehmen. Das geht doch auch. Ich kann sie nicht auf dem Handy erreichen. Sie hat es ausgeschaltet. So ein Mist. Sie wird denken, dass ich sie vergessen habe. Und sie wird dann ziemlich sauer sein. Du kennst sie ja, wenn sie wütend ist. Der Tag ist dann gelaufen. Du, Schatz, komm mal hierher zum Fenster. Das musst du dir ansehen. Jetzt gleich. Komm zu mir. Nein, ich habe jetzt keine Zeit für solche Spiele. Ich muss den Schlüssel finden. Schau doch einfach mal hier raus. Genau in diese Richtung, wo unten das Auto steht. Und, was siehst du da? Auf dem Autodach? Das gibt es doch nicht. Da liegt ja der Schlüssel. Zum Glück hat ihn keiner weggenommen. Jetzt muss ich aber los. Vielleicht schaffe ich es doch noch rechtzeitig. Du bist ein echter Sherlock Holmes, mein Schatz. Dafür bekommst du nachher das größte Stück vom Kuchen. Guten Abend. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich suche ein Zimmer für heute Nacht. Haben Sie noch etwas frei? Ja, wir haben noch 2 freie Zimmer. Was kostet ein Zimmer? Wir haben noch eine Suite, die kostet 130 € pro Nacht.
Dann gibt es noch ein Doppelzimmer. Das kostet 75 € pro Nacht. Oh, das ist aber ganz schön teuer. Ich bin nur auf der Durchreise und in der Pension, in der ich eigentlich ein Zimmer gebucht hatte, hat es leider gebrannt. Also habe ich keinen Schlafplatz für heute Nacht. Können Sie eventuell noch etwas am Preis machen? Ich kann Ihnen das Doppelzimmer für 60 € pro Nacht anbieten. Das kann ich mir leider nicht leisten. Ich habe nur noch 50 €. Da muss ich mit der Hotelleitung sprechen. Einen kleinen Moment bitte. Guten Abend, ich bin Frau Stein, die Hotelmanagerin. Guten Abend. Ich habe gehört, dass Sie dringend ein Zimmer für heute Nacht suchen und maximal 50 € Budget haben. Richtig. Ich habe Ihrem Mitarbeiter bereits erklärt, dass die Pension, in der ich eigentlich gebucht hatte, abgebrannt ist. Ja, ich habe davon gehört. Ich war einmal in einer ähnlichen Situation und wurde von einem sehr freundlichen Hotel gratis beherbergt. Ich habe diese Hilfe niemals vergessen. Daher möchte ich Ihnen heute dieses Angebot ebenfalls machen. Wenn Sie möchten, können Sie kostenlos bei uns übernachten. Das Abendessen und das Frühstück gehen ebenfalls aufs Haus. Was? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank, würde vollkommen reichen. Vielen Dank. Dann kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Entschuldigung, ich möchte bitte bestellen. Einen Moment, ich komme gleich. So, Sie bekommen? Ich hätte gern die Erbsensuppe mit Bockwurst und den Macaroni-Auflauf ohne Käse. Aber mit doppelt Knoblauch, bitte. Was möchten Sie trinken? Eine Bio-Limonade, bitte. Haben Sie schon gewählt? Für mich die Gemüsecremesuppe und dann die Lasagne. Einen Salat dazu? Ja, ein kleiner Salat ist gut. Und für meinen Sohn möchte ich den Rinderbraten mit Kartoffeln. Auch eine Vorspeise? Ein Salat, eine Suppe? Nein, danke. Also dann Gemüsecremesuppe und Lasagne mit kleinem Salat und für Ihren Sohn Rinderbraten mit Kartoffeln. Sonst noch einen Wunsch? Ja, gern. Ein Kölsch, bitte. Einmal Erbsensuppe mit Bockwurst, einmal Macaroni-Auflauf ohne Käse mit Doppelknoblauch für Tisch 2. Für Tisch 9 einmal Lasagne und einmal Rinderbraten mit Kartoffeln und einen kleinen Salat dazu. Wo bleiben die gerösteten Tintenfische für Tisch 4? Geht das etwas schneller, Robin? Die Gäste sind schon fast verhungert. Ich bin schon dabei. Ich kann auch nicht zaubern. Uns fehlt der Azubi. Wir sind zu wenig Leute. Ach, Tanja, kurze Info. Es gibt keine Pizza mehr. Empfiehlt stattdessen Spaghetti alla Casa. Was? Keine Pizza mehr? Wer hat denn da eingekauft? Also gut. Spaghetti alla Casa. Steffi, hast du die Bestellung für Tisch 12 fertig? Steffi, wo ist die denn schon wieder? Schon wieder draußen eine Zigarette rauchen? Steffi, wo bleibst du denn? Steffi! Schrei doch nicht so. Ich habe mich gerade umgezogen. Feierabend. Ich bin dann mal weg. Was heißt Feierabend? Bist du wahnsinnig? Das Restaurant ist voll. Wir sind nur zu dritt heute. Das ist doch nicht mein Problem. Das passiert, wenn man am Personal spart. Ich mache Schluss für heute. Auf gar keinen Fall. Du bleibst hier. Ohne dich schaffen wir das nicht. Wir brauchen dich. Nein, das geht heute nicht. Ich muss unbedingt ins Fitnessstudio. Das ist richtig wichtig. Ich bin verabredet. Ja. Und ich wäre jetzt auch lieber in der Sauna. Wir alle wären gerne woanders. Das geht jetzt aber nicht. Du kannst uns hier nicht im Stich lassen. Wenn die Gäste sauer werden, können wir unser Restaurant vergessen. Robin, ich habe seit 2 Wochen keinen freien Tag. Ich bin von 10 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts hier gewesen. Heute gehe ich pünktlich. Aber ich kann morgen wieder länger arbeiten. An deiner Stelle würde ich bleiben, Steffi. Wenn du jetzt wirklich gehst, brauchst du morgen nicht wieder herzukommen. Ich meine das ernst. Kann ich jetzt endlich die Bestellung haben? Die Gäste sind schon aufgestanden und holen sich ihre Jacken. Die gehen sonst woanders hin.
Ich will aber Feierabend machen. Weißt du was, liebe Steffi? Du gehst jetzt. Räum deinen Schrank aus. Nimm all deine Sachen gleich mit. Auf solche Kollegen können wir verzichten. Tanja, wir schaffen das auch alleine. Ich helfe beim Servieren. Und morgen machen wir das Lokal erst um 16 Uhr auf und schlafen uns mal ordentlich aus. Gut. Was machst du hier? Besuchst du noch den Deutschkurs? Ja, ich habe die B2-Prüfung gemacht, aber mein Deutsch war noch nicht gut genug für den Alltag bei der Arbeit. Das habe ich vor allem bei den Gesprächen mit Kollegen gemerkt. Die haben mich am Anfang nicht gut verstanden und ich sie auch nicht. Ach, das ärgert mich immer, wenn ich daran denke. Aber so viel ich weiß, bist du mittlerweile seit 2 Jahren in diesem Kurs, oder? Nein. Ich war bis Niveau A2 in der Sprachschule CCL. Dann habe ich hier in diesen Sprachkurs gewechselt, weil ich mit den Lehrern überhaupt nicht klargekommen bin. Weißt du, ich habe auch hier die gleichen Probleme. Bei Herrn Beck lerne ich einfach nichts. Ach, das kann ich nicht glauben. Ich habe selbst auch diesen Deutschkurs besucht und dort viel gelernt. Beim Sprechen mache ich auch manchmal noch Fehler. Und ich spreche auch nicht so fließend, aber schon gut genug. Mein Kurs hat um 2 Uhr nachmittags begonnen und ich bin immer früh aufgestanden und habe bis zum Kursbeginn viel gelernt, weil ich abends in einer Kneipe als Kellnerin arbeiten musste. Sag mal, Edward, was machst du vor dem Deutschkurs? Morgens gehe ich ins Fitnessstudio und dann gibt es ein eiweißreiches Frühstück. Schau mal, ich habe jetzt voll viele Muskeln. Verstehe. Du bist ja fit. Und wie läuft es dann beim Deutschkurs? Bist du dann nicht zu müde? Doch. Ich bin nach dem Sport schon immer sehr müde. Deswegen schlafe ich fast während des Unterrichts ein. Und nach dem Deutschkurs? Da muss ich zuerst einkaufen gehen, weil ich mein Essen nur mit frischen Zutaten koche. Zum Beispiel heute Abend zum Abendessen. Putensteak vom Grill mit Salat. Weißt du, ich brauche viel Protein für den Muskelaufbau. Aber wenn ich keine Lust zum Kochen habe, gehe ich ins Steakhouse. Nach dem Essen treffe ich mich meistens mit meinen Freunden. Dann sprechen wir über Fußball. Also verbringe ich den Abend mit ihnen. Können deine Freunde gut Deutsch sprechen? Nein. Sie kommen auch aus Italien. Wir sprechen unsere eigene Sprache. Wir versuchen Deutsch zu sprechen, aber es ist uns wirklich zu anstrengend. Was ist mit den Hausaufgaben? Haha, Martha. Ich bin doch kein Kind mehr. Oh Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, dein Lehrer hat keine Schuld. Du bist faul. Ich wünsche dir mit deinen Muskeln ein schönes Leben. Tschüss. Wie bitte? Was? Martha, warte! Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt.
nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen, denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Hey Elif, schön, dass ich dich treffe. Hast du am Samstag schon was vor? Hallo Elsa. Nein, eigentlich nicht. Wieso fragst du? Am Wochenende ist doch die Buchmesse. Unser Verlag wird dort auch wieder mit einem Stand vertreten sein. Eigentlich wird unser Verlag jedes Jahr von Susanne und mir betreut, aber Susanne ist nun leider krank geworden. Ja, stimmt. Das habe ich gehört. Sie hatte einen Autounfall, oder? Ja, leider. Es geht ihr zwar soweit gut, aber sie muss sich noch ein wenig erholen. Daher wollte ich dich fragen, ob du den Stand mit mir gemeinsam betreuen könntest. Alleine schaffe ich das nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir dabei wirklich helfen kann. Das ist nicht schwer, Elif. Du arbeitest doch seit 5 Jahren hier als Verlegerin. Du kennst den Verlag gut. Das ist alles, was du brauchst. Was sind denn meine Aufgaben dort? Du unterhältst dich mit Kunden, Autoren und Agenturen. Es ist immer eine gute Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und eventuell auch neue Autoren kennenzulernen. Eigentlich führst du die ganze Zeit nur Gespräche. Das klingt eigentlich sehr interessant. Weißt du was? Ich begleite dich sehr gerne. Super. Ich bin dir unendlich dankbar. Allein ist das nicht machbar. Kein Problem. Und wer hilft dir am Sonntag? Tja, leider habe ich noch keine Unterstützung für Sonntag gefunden. Dann mache ich das ebenfalls. Du kannst ja nicht allein am Stand stehen. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich sehr viel Spaß daran haben werde. Es ist ganz gut, wenn ich mal wieder aus dem Verlag herauskomme. Du bist die Beste. Vielen Dank. Kein Problem. Ich mache es sehr gerne. Ich komme nach der Mittagspause zu dir ins Büro. Dann können wir alles Weitere besprechen. Alles klar. Bis nachher. Bis dann. Nach Bodrum. Da bin ich eine Woche geblieben und von Bodrum mit der Fähre nach Kos übergesetzt. Alles war perfekt. Ich hole mir erst einen Kaffee, dann erzähle ich dir, was mir in der Türkei passiert ist. Möchtest du auch einen? Nein, danke. Ich habe schon genug Kaffee getrunken heute.
Guten Morgen, Frau Heller. Guten Morgen, Herr Korn. Sie sehen aber noch ganz schön müde aus. Ja, das bin ich auch. Stellen Sie sich vor, was ich gestern noch erlebt habe. Erzählen Sie doch mal. Wir hatten ja gestern Inventur und ich musste bis 20 Uhr im Büro bleiben. Deshalb kam ich sehr spät nach Hause. Ich hatte geduscht und mich gerade auf meine Couch gelegt, um mir einen Film anzusehen, als es plötzlich an meiner Tür geklingelt hat. Und? Wer war da? Alle meine Freunde und Verwandten. Was? Wieso denn das? Gab es einen bestimmten Anlass? Ich hatte gestern meinen 30. Geburtstag, aber ich wollte eigentlich nicht feiern. Ich bin kein Freund von großen Partys zu Hause. Ach, davon wusste ich ja gar nichts. Ich wünsche Ihnen nachträglich noch alles Gute. Danke, Frau Heller. Ich feiere meinen Geburtstag eigentlich nicht. Es ist ja auch nur ein Tag wie jeder andere. Na, das sehen Ihre Freunde aber anders. Wie war denn Ihr Abend gestern? Ich muss ehrlich sagen, dass es richtig schön war. Meine Gäste haben Essen und Getränke mitgebracht und wir haben bis spät in die Nacht gefeiert. Zum Schluss sind wir um 2 Uhr in einen Club gefahren. Erst gegen Morgen bin ich ins Bett gekommen. Es war richtig schön, dass wir uns alle mal wieder getroffen haben. Das hatten wir lange nicht mehr. Na, sehen Sie, vielleicht sollten Sie noch mal darüber nachdenken, ob Sie Ihren Geburtstag künftig nicht doch feiern wollen. Das werde ich. Ich kann Ihnen nicht einmal genau erklären, warum ich nicht feiern möchte. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Wieso sollen Sie denn nicht gleich morgen mit den Kollegen aus der Abteilung feiern? Das ist eine gute Idee. Ich werde morgen Kuchen für alle mitbringen. Das ist doch ein guter Anfang. Sie werden sehen, Ihre Kollegen werden sich freuen. Das denke ich auch. Danke für den Tipp, Frau Heller. Gerne. Ich freue mich auch auf den Kuchen. Haben Sie einen speziellen Wunsch? Ich esse total gerne Bienenstich. Dann bringe ich Ihnen ein Stück mit. Als Dank für Ihre Hilfe. Ach, das ist doch nicht nötig. Doch, das ist es. Ach, ich fühle mich geschmeichelt. Guten Morgen, Herr Hahn. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Herr Weber. Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke der Nachfrage. Meine Frau und ich wollen gleich noch in die Gärtnerei fahren, um Blumen für unseren Balkon zu kaufen. Es ist immer sehr schön anzusehen, wenn die Blumen im Frühling blühen und der Balkon herrlich duftet. Das ist ja schön und gut, aber könnten Sie in Zukunft darauf achten, dass das Wasser aus Ihren Blumenkästen nicht nach unten auf meinen Balkon tropft? Jedes Mal, wenn Sie Ihre Blumen gießen, läuft das Wasser über und tropft nach unten auf mein Geländer. Das spritzt immer bis auf meinen Tisch, und der ist dann immer komplett nass. Oh, das war nicht meine Absicht. Das tut mir sehr leid, Herr Hahn. Wir werden in Zukunft darauf achten. Wenn wir nachher in die Gärtnerei fahren, kaufen wir gleich noch größere Untersetzer für die Blumenkästen. Dann laufen sie nicht mehr so schnell über. Das ist eine sehr gute Idee. Dann kann ich meine Zeitung auch einmal auf meinem Balkontisch liegen lassen, ohne dass die gleich mitgegossen wird. Ja, da haben Sie recht. Entschuldigen Sie nochmal. Ist ja schon gut. Entschuldigen Sie, Frau Müller, könnten Sie bitte den Kinderwagen woanders hinstellen? Aber warum denn? Ich brauche ihn doch jeden Tag, der muss hier stehen. Hier kann man ja kaum noch daran vorbeilaufen. Gestern bin ich mit 2 großen Tüten vom Einkaufen gekommen und mit den Tüten nicht an Ihrem Kinderwagen vorbeigekommen. Ich musste eine Tüte darüber heben. Wissen Sie, wie schwer die war? Das tut mir leid, aber ich weiß nicht, wo ich den Kinderwagen sonst hinstellen kann. Er ist zu schwer, ich schaffe einfach nicht, ihn die Treppe runter in den Keller zu bringen und ihn allein wieder hochzuholen. Wenn es ein Feuer gibt, dann kann die Feuerwehr nicht ins Haus hineingehen. Das ist ein Problem. Der Weg hier muss frei sein für die Feuerwehr. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Fällt Ihnen ein besserer Ort ein? Sie können ja den Kinderwagen hier um die Ecke unter die Briefkästen stellen. Da stört er nicht so sehr und es ist mehr Platz. Das stimmt. Ich werde ihn gleich dorthin stellen. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.
Schon okay. Entschuldigen Sie, können Sie bitte darauf achten, dass Sie die Tür schließen, wenn Sie gehen? Die Tür ist doch immer zu. Immer wenn Sie Ihr Fahrrad aus dem Keller holen, stellen Sie die Haustür fest. Danach gehen Sie mit Ihrem Fahrrad raus und die Haustür bleibt offen. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich dachte, die Tür schließt dann von allein. Nein, man muss die Verriegelung wieder lösen, sonst bleibt die Tür offen. Da fühlt man sich nicht sicher, wenn die Haustür den halben Tag offen steht. Wir wohnen seit 10 Jahren in diesem Haus und es wurde schon 3-mal in unseren Keller eingebrochen. Beim letzten Mal wurde das nagelneue Elektrofahrrad meiner Frau gestohlen. Oh, das tut mir leid. Das kommt nicht mehr vor. Ich schaue ab jetzt immer noch mal nach, ob die Tür wirklich geschlossen ist. Übrigens möchte ich Sie um etwas bitten. Könnten Sie abends etwas leiser sein? Wenn Sie nach Hause kommen, dann höre ich immer, wenn Sie die Haustür zumachen. Das knallt richtig. Oh, ich habe nicht gedacht, dass man das so laut hört. Ab sofort passe ich besser auf, wenn ich nach Hause komme. Kein Problem. Sie wohnen ja erst seit 3 Wochen hier. Da kann man nicht alles wissen. Vielen Dank, Herr Hahn. Und einen schönen Tag noch. Guten Tag, Herr Hahn. Tag. Hören Sie mal, so geht das nicht. Gestern Abend war es ja furchtbar laut. Oh, tut mir leid, dass wir Sie gestört haben. Das ist mir wirklich unangenehm. Aber ich habe mit Freunden meinen 20. Geburtstag gefeiert. Das musste doch nicht so laut sein? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Haben Sie meinen Aushang am schwarzen Brett im Hausflur nicht gesehen? Da habe ich doch geschrieben, dass wir ein bisschen laut sein werden. Ich habe den nicht gesehen. Aber trotzdem war der Lärm ja unerträglich. Bis 4:30. Das geht doch nicht. Man muss doch auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Das nächste Mal rufe ich die Polizei. Ja, entschuldigen Sie bitte, Herr Hahn. Wir haben die Zeit vergessen. Die Musik war wirklich sehr laut. Aber sonst macht das Tanzen nicht so viel Spaß. Und es ist ja nur einmal im Jahr. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Das passiert nicht noch einmal. Schönen guten Tag. Ich bin Herr Hahn aus dem 3. Stock. Guten Tag. Mein Name ist Herr Klein. Sind Sie von der Hausreinigungsfirma, die jede Woche unser Treppenhaus reinigt? Genau, der bin ich. Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich mit der Qualität der Reinigung nicht zufrieden bin. Was genau ist denn falsch an der Reinigung? Letzte Woche war Ihre Firma am Mittwoch hier. Als ich kurz danach die Treppe heruntergekommen bin, war überall auf den Stufen noch Schmutz. Außerdem wurden die Fenster schon seit Wochen nicht mehr geputzt. Da kann man ja kaum noch durchschauen. Letzte Woche war ich im Urlaub, Herr Hahn. Da hat meine Vertretung ihr Haus geputzt. Ich werde heute wieder sehr gründlich sein. Ich hoffe, dass das nicht noch einmal vorkommt. Ich spreche mit meiner Vertretung darüber. Na gut, aber was ist mit den Fenstern? Schauen Sie doch mal, wie dreckig die sind. Wir haben von der Hausverwaltung den Auftrag über wöchentliche Reinigung des Bodens bekommen. Die Fenster sollen wir nur alle 2 Monate reinigen. Was? Das ist doch viel zu selten. Da werde ich mal bei der Hausverwaltung anrufen. Tun Sie das. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Frau Fischer, schön, dass ich Sie gerade treffe. Hallo, Herr Hahn. Was gibt es denn schon wieder? Ich habe heute Morgen meine Wäsche im Trockenraum aufgehängt. Da ist mir aufgefallen, dass dort schon seit einer Woche ein alter Sessel von Ihnen steht. Wann haben Sie denn vor, den endlich zum Sperrmüll zu bringen? Herr Hahn, den Sessel möchte ich gar nicht zum Sperrmüll bringen. Ich habe doch extra einen Zettel hinterlassen, dass ich den Sessel für 2 Wochen in den Trockenraum stellen muss, weil ich mein Wohnzimmer renoviere. Da hat aber kein Zettel gehangen. Außerdem ist das ein Trockenraum zum Wäschetrocknen und kein Möbellager. Herr Hahn, ich habe das vorher mit dem Hausmeister besprochen. Er hat gesagt, dass das kein Problem ist. Das kann ja nicht sein. Der Sessel steht genau unter meiner Wäscheleine. Deswegen kann ich also dort, wo der Sessel steht, keine Wäsche trocknen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Benutzen Sie doch gern eine meiner Wäscheleinen, solange mein Möbelstück im Weg steht. Dann haben Sie genug Platz. Und er kommt ja nächste Woche wieder weg.
Wir haben bereits die Wände tapeziert und gestrichen und müssen nun nur noch den Boden verlegen. Dann stellen wir den Sessel wieder ins Wohnzimmer. Na gut. Aber künftig stellen Sie Ihre Möbel in Ihren Keller. Aber natürlich, Herr Hahn. Ihren Sand aus den Schuhen immer im Treppenhaus ausschütten. Jedes Mal verteilt sich der Sand durchs ganze Treppenhaus. Außerdem ist es sehr rutschig. Ich habe nun schon mehrfach den Sand gefegt. Oh, das tut mir leid. Ich werde mit meinen Kindern darüber sprechen und darauf achten, dass das nicht noch einmal passiert. Das war letzte Woche auch schon so. Und keiner interessiert sich dafür, das sauber zu machen. Vor einer Stunde sind Ihre Kinder wieder vom Spielplatz gekommen und nun ist das Treppenhaus voll mit Sand. Herr Hahn, ich mache das sofort sauber. Tut mir sehr leid. Es wird nicht mehr passieren. Ich habe vorhin einen leckeren Kuchen gebacken und werde gleich Kaffee machen. Wie wär's denn, wenn ich Sie als Entschuldigung zu Kaffee und Kuchen einlade? Sehr schön. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass das in Zukunft besser wird. Die Einladung nehme ich sehr gerne an. Dann kann ich direkt mit Ihren Kindern noch einmal darüber sprechen. Gut, dann bis gleich. Hausner? Guten Tag, mein Name ist Fichtner. Ich habe Ihre Anzeige gelesen, dass Sie Nachhilfe in Mathe anbieten. Bin ich da richtig? Ja, das ist richtig. Super. Meine Tochter braucht dringend Nachhilfe. Ihre Note in Mathe wird immer schlechter. In welcher Klasse ist Ihre Tochter denn? Sie besucht die 8. Klasse des Gymnasiums. Ja, das ist kein Problem. Was genau machen Sie denn, dass Sie Mathe-Nachhilfe anbieten? Ich studiere im 5. Semester Mathematik an der Universität in Leipzig. Das klingt gut. Was kostet eine Stunde bei Ihnen? Eine Stunde kostet 15 Euro. Ich komme zu Ihnen nach Hause. Es gibt auch die Möglichkeit einer dauerhaften Nachhilfe. Dann berechne ich pro Stunde 12 Euro. Das läuft dann aber mindestens ein Jahr lang. Wir würden erstmal eine Einzelstunde nehmen. Wenn das alles gut klappt, dann hätten wir Interesse an der dauerhaften Nachhilfe. Sehr gut. Wann wollen wir starten? So schnell wie möglich. Meine Tochter schreibt nächste Woche eine wichtige Klassenarbeit. Die muss besser werden als die letzte. Ich kann direkt morgen Nachmittag ab 16 Uhr vorbeikommen, wenn das passt. Das ist wunderbar. Ich schicke Ihnen gleich noch eine Nachricht mit unserer Adresse. Alles klar. Dann bis morgen. Vielen Dank. Bis morgen. Hallo, Frau Schäfer. Hier ist Ihr Mittagessen. Ach, ich habe keinen Hunger. Das können Sie eigentlich direkt wieder mitnehmen. Sie haben gestern schon kaum etwas gegessen. Sie müssen wieder zu Kräften kommen. Schauen Sie mal, heute gibt es Kartoffelauflauf mit Blumenkohl. Das essen Sie doch sonst so gern. Ja, aber heute nicht. Was ist denn los, Frau Schäfer? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich bekomme seit Tagen nach dem Essen immer unglaublich schmerzhafte Magenkrämpfe. Wenn ich nichts esse, bekomme ich auch keine Krämpfe. Oh, warum haben Sie das denn nicht früher gesagt? Ich dachte, das geht schon wieder vorbei. Aber nichts zu essen ist doch auch keine Lösung. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen eine leichte Suppe hole und dazu eine Magentablette, die Ihren Magen ein wenig schont? Ja, das könnten wir probieren. Vielleicht geht es mir dann besser. Gut, dann bringe ich den Kartoffelauflauf wieder weg und hole Ihnen etwas Leichtes. Dann hoffen wir mal, dass Ihr Magen damit besser umgehen kann. Das wäre schön. Wenn es nach der Tablette und dem Essen nicht besser ist, dann sagen Sie mir Bescheid, ja? Ja, das mache ich. Welche Suppe möchten Sie denn? Es gibt heute Gemüsesuppe oder Hühnersuppe. Dann nehme ich bitte die Hühnersuppe. Eine gute Wahl. Ich bin gleich wieder da, Frau Schäfer. In Ordnung. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt.
nicht schlafen ohne mich. Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast, dann nimm mich einfach in den Arm. Ich weiß, es ist noch Liebe da. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum? Was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum? Sag mir warum? Warum hast du gesagt? Warum? Fred, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Du wohnst doch seit Jahren alleine. Bist du damit glücklich? Lebst du gerne als Single? Darüber habe ich bisher nicht so genau nachgedacht. Wirklich glücklich bin ich nicht. Ich hätte schon gern jemanden an meiner Seite. So ganz alleine zu sein, ist auf Dauer nicht schön. Aber es ist nicht so einfach, eine passende Frau zu finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir leben in der Großstadt. Da wirst du doch jemanden finden. Doch, klar ist das schwer. Finde mal eine nette, intelligente Frau in meinem Alter. Die wachsen leider nicht an den Bäumen. Ach was. Ich glaube, es gibt sehr viele schlaue und freundliche Frauen hier in der Stadt. Du musst einfach die Augen besser aufmachen. Ja, natürlich gibt es solche Frauen. Aber die sind alle schon vergeben. Die haben meistens sogar schon Mann und Kind. Oder man kann mit ihnen nichts unternehmen, was Spaß macht. Die wollen nicht ins Museum und nicht in die Oper gehen. Auf meine Kunst will ich aber nicht verzichten. Die ist mir wichtig. Und wenn du dir etwas wünschen könntest? Wie stellst du dir denn deine Traumfrau vor? Blond, blaue Augen? Oder rothaarig, groß, klein, dick oder dünn? Das Aussehen ist für mich nicht wichtig. Mir kommt es auf den Charakter an. Sie muss lustig und intelligent sein. Dumme Frauen mag ich überhaupt nicht. Hast du schon mal dran gedacht, wieder öfter ins Künstlercafé zu gehen? Ich glaube, da triffst du genau die Frauen, die zu dir passen. Ich weiß nicht. Ich bin lange nicht mehr alleine ausgegangen. Schau mal, übermorgen ist im Künstlercafé eine Ausstellung. Da kann man einfach Kontakt aufnehmen. Probier es doch einfach mal aus. Wenn du willst, komme ich beim ersten Mal mit.